Hallo Freunde der Werkstatt. In den letzten 4 Wochen habe ich dieses Universal-EMS von Ten-Tec getestet. Mit diesem Gerät könnt ihr eure bestehenden Solarmodule, euren Wechselrichter und besonders spannend, ihr könnt hier fremde Batterien anschließen. Egal ob ein günstiger China-Speicher oder einen selbstgebauten Speicher. Damit stellt sich aber natürlich die Frage, für wen ist dieses Gerät überhaupt geeignet? Wo liegen die Vorteile und wo die Nachteile? Genau das schauen wir uns heute an. Außerdem zeige ich euch die Software, wie man sie installiert, auf was ihr achten müsst, wie man zum Beispiel auch Shelly oder andere Batterietypen integrieren kann und was die Software sonst noch alles kann. Und jetzt geht's los. Die Verkabelung der Geräte ist absolut selbsterklärend. Sie haben hier wirklich eine gute Installationsanleitung, wo wirklich alles beschrieben ist. Zuerst schauen wir uns an, was wir hier machen können mit diesem EMS. Er hat 2 Tracker, unabhängige. Wir können 4 Solarmodule anschließen. Hier steht je 400 bis 450 Watt. Je 2 parallel geschaltet, dazu nehmt ihr solche Y-Kabel. Dann kann man hier eine Batterie anschließen, die Stecker sind übrigens mitgeliefert. Solche Akkus gibt's extrem günstig in China zu kaufen oder eben ihr baut euch selbst etwas, denn man kann mit wenig Geld wirklich große Akkusysteme bauen oder wie ich das machen würde, bei eBay oder Kleinanzeigen gibt es extrem viele gebrauchte solcher Akkus. Das würde ich auf alle Fälle vorher mal checken. Auch Wechselrichter und solche Sachen kriegt ihr im Moment extrem günstig. Dann haben wir 2 Ausgänge. Die gehen nun zum Wechselrichter. Das ist zum Beispiel in meinem Fall ein Marstec-Wechselrichter, den habe ich mir mal für 60 € gekauft. Und dann vom Wechselrichter geht hier der normale Stecker in die Steckdose. Dann haben wir hier noch die WLAN-Antenne, funktioniert wunderbar, auch die Integration absolut kein Problem. Ich hatte in den letzten 4-5 Wochen nicht einmal einen Ausfall. Übrigens, das ganze System läuft super stabil, ist auch sehr einfach aufgebaut. Dann hier auf der Seite hat es noch ein RS485 Port, damit ihr eure Batterie mit dem EMS verbinden könnt. Hier seht ihr noch das Datenblatt, welches auf dem EMS draufgeklebt ist. Und hier seht ihr das Datenblatt von der Bedienungsanleitung. Wenn ihr die Geräte angeschlossen habt, geht ihr in den Play Store und installiert euch zuerst diese App T-Shine von Ten-Tec. Jetzt öffnen wir die App und registrieren uns. Am besten tragt ihr schon alles ein, inklusive Passwort, denn ihr müsst hier draufdrücken und bekommt einen Code per E-Mail zugeschickt, aber habt nur 1 Minute Zeit, um den zu bestätigen. Dann drückt ihr hier aufs Plus. Ich habe das Universal EMS, also wähle ich dieses hier aus. Dann fülle ich hier alles aus. Wichtig ist einfach, dass ihr die Kilowatt Peak Leistung angebt von euren Modulen. Dann klickt ihr hier unten mal auf Anlage. Und jetzt klickt ihr einfach hier ins Bild rein. Dann Wifi-Geräte hinzufügen, auf das Plus drücken. Ihr müsst natürlich vorher Bluetooth und Standort einschalten an eurem Handy. Jetzt habe ich hier in der Geräteliste schon alle Geräte drin, hat er alles automatisch gefunden. Jetzt möchte ich nur noch meinen Smart Meter, den Shelly Pro 3 EM hinzufügen. Klicke hier wieder auf das Plus und wähle ihn aus. Einem Smart Meter gebt ihr am besten immer eine fixe IP-Adresse, das könnt ihr auf dem Router machen. Ich habe das in der Shelly App gemacht. Und falls ihr Probleme habt, ist meistens der Port 1010 offen, damit Geräte untereinander kommunizieren können. Dann geht es ungefähr 20 Sekunden und jetzt können wir unseren Shelly hier in der Geräteliste sehen. Bevor wir nun unseren Wechselrichter ans Netz anschließen, müssen wir
unsere Geräte einrichten. Ich klicke hier auch wieder aufs Bild und sehe all meine Geräte. Übrigens, wenn ihr ein Gerät löschen möchtet, habe ich lange gesucht, dann müsst ihr nach links wischen und dann könnt ihr das Gerät löschen. Gut, hier ist unser Smart Meter. Wir können hier alle Daten sehen, was gerade passiert in unserer Elektroverteilung. Dann haben wir hier das EMS. Da sehen wir die aktuellen Daten, was da vom Dach kommt und so weiter. Einstellen können wir hier nichts, außer den Controller restarten. Dann haben wir hier den Inverter. Das ist in meinem Fall der Marstec 800 Watt Wechselrichter. Jetzt diese Einstellungen hier, was ich da rausgebe, da kann ich einstellen, was ich will. Da passiert nichts. Aber meistens kann man ja in der Software vom Wechselrichter hier ein Limit einstellen. Denn egal was ich hier einstelle, es passiert gar nichts. Hier könnte ich die Werte verändern, aber wenn irgendjemand da herausgefunden hat, wie das funktionieren soll, bitte schreibt es in die Kommentare, dass alle etwas davon haben. Gut, dann kann ich hier den Ausgang begrenzen auf 800 Watt, den habe ich eingeschaltet. Wenn ihr einen Wechselrichter habt, der vielleicht 2 Kilowatt rausgeben kann, dann könnt ihr das hier rausnehmen. Natürlich müssen die elektrischen Vorschriften beachtet werden. Dann, das hier ist noch interessant. Zum Beispiel mein Wechselrichter, der braucht ungefähr 30 bis 40 Watt, damit er sich überhaupt einschaltet. Also mit anderen Worten, wenn ich im Eigenverbrauchsmodus bin, muss mein Haus mindestens 80 Watt benötigen, damit der Wechselrichter überhaupt einschaltet. Wenn ich einen Grundverbrauch habe von zum Beispiel 60 Watt, dann schaltet mein Wechselrichter gar nicht ein. Das kann ich hier einstellen. Finde ich eine gute Funktion. Dann haben wir die Batterie. Ich habe eine Tentec-Batterie angeschlossen, kann man hier auswählen. Ich sehe hier alle Daten, was die Batterie hat und wie sie eingestellt ist. Wenn ich das ändern will, muss ich das aktuelle Datum eingeben, und zwar genau in diesem Format. Und dann könnte ich zum Beispiel hier eine selbstgebaute 50 Volt Batterie anschließen. Ich muss hier zuerst Save drücken, dann kann ich unten die Werte ändern und nochmals Save drücken. Oder was ich natürlich auch machen kann, hier hat es noch Batterien von anderen Herstellern drin, die ich auswählen kann. Ich habe die Tentec, deshalb wähle ich die aus. Hier kann ich noch den SOC einstellen, also was noch mindestens in der Batterie drin bleiben soll, bevor das sie abstellt. Was ich gemerkt habe, wenn ich selbst eine Batterie konfiguriere, dann zeigt es mir nachher hier nicht den SOC in Prozent an, sondern in Volt. Gut, zum Schluss könnten wir noch hier die Sprache einstellen oder können hier unsere Version sehen und so weiter. Gut, was haben wir hier noch? Hier sehe ich die beiden Eingänge vom EMS. Ich sehe Leistung, Spannung und Strom von jedem Eingang separat. Gefällt mir gut. Dann haben wir hier die Statistik, wie man das so kennt. Was mir hier halt einfach noch fehlt, ist eine Anzeige für den SOC, den Batterieladestand. Und dann haben wir hier unsere Hauptansicht, wo wir diverse Sachen einstellen können. Jetzt schauen wir uns mal die Tentec-App an. Die könnt ihr hier sehen und im Hintergrund ist meine Shelly-App. Ich habe den Tentec angeschlossen an einem Shelly. Hier sehen wir die Ausgangsleistung. Jetzt, wenn die Batterie bei 100% ist, dann macht er den Eingang von den PV-Modulen permanent auf und zu, dass hier immer 100% ist. Jetzt im Moment gibt er von der Batterie ein bisschen dazu. Und etwa in 2-3 Minuten macht er hier wieder auf und lädt die Batterie wieder, also die bleibt immer bei 100%. Ich habe ihn hier limitiert auf 400 Watt, könnt ihr auch hier sehen. 400 Watt gehen im Moment in mein Haus raus. Das könnt ihr hier einstellen. Ich gehe hier jetzt mal auf 300 Watt. Jetzt müsste er hier wechseln. Jawohl.
Jetzt könnt ihr sehen, jetzt hat er wieder gewechselt. Wenn ich da schaue, die beiden Anschlüsse macht fast 1,2 Kilowatt im Moment. Jetzt lädt er die Batterie wieder, die ist immer noch bei 100% und in 5 Minuten wird er den Eingang hier wieder zumachen. So, dann hat es hier noch so einen Knopf. Ich kann zwar lesen, aber wenn ich den drücke, es passiert gar nichts. Ich weiß nicht, für was das dieser Knopf ist. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn das jemand weiß, denn es kommen hier immer noch 300 Watt raus. Die gehen immer noch hier in mein Netz. Übrigens, diese Anzeige hier braucht ungefähr 1 Minute, bis sie aktualisiert. Aber die Veränderungen passieren sofort. Ich mache den Knopf wieder rein. Ich weiß wirklich nicht, für was das ist. Dann haben wir hier die Überschusseinspeisung. Also ich habe den begrenzt auf 300 Watt. Mehr darf nicht in mein Haus rein. Wenn ich jetzt den einschalte, dann gibt er alles raus, was er hat. Mein Wechselrichter, den ich angeschlossen habe, das ist dieser hier. Einen Marstec Wechselrichter 800 Watt. Warum, dass ich hier unterschiedliche Leistungen habe, weiß ich auch noch nicht. Ich denke, dass dieser Stecker hier nicht mehr gut ist. Das muss ich mal schauen, denn hier müsste eigentlich jetzt bei beiden Eingängen 150 Watt stehen. Gut, machen wir mal Überschusseinspeisung. Schalte das ein, dann müsste er hier auf 800 Watt hoch. Gut, er hat gewechselt. Jetzt geht der gesamte Überschuss ins Netz raus. Gut, das schalten wir wieder ab, den Überschuss. Jetzt müsste er hier wieder auf 300 Watt gehen, die wir hier eingestellt haben. Gut, kommen wir zum Eigenverbrauchsmodus. Ihr seht jetzt hier, mein Haus braucht 320 Watt. Ich bin immer noch im manuellen Modus und speise diese 300 ein. Mein anderes Balkonkraftwerk habe ich für den Test ausgeschaltet. Jetzt wird er nur noch so viel Energie ans Haus abgeben, wie wir wirklich auch brauchen. Dass wir hier immer ungefähr bei 0 Watt sind. Ihr seht es, er regelt immer automatisch nach. Ich schalte ihn wieder aus, dann geht er zurück auf diese manuellen 300 Watt. Jawohl. Also, Freunde der Werkstatt, kommen wir zum Fazit. Ich habe diese beiden Geräte gratis bekommen, weil es mich auch interessiert hat. Ich habe aber keinen Vertrag, habe auch kein Geld dafür bekommen. Ich mache solche Tests eigentlich wirklich nur, wenn es mich persönlich auch interessiert. Dieses EMS kostet aktuell irgendwo 350 €. Und wie ihr gemerkt habt, ist dieses System nicht für jedermann geeignet, sondern eher für Leute, die verschiedene Systeme und Komponenten miteinander kombinieren wollen. Wenn ihr schon Module und Wechselrichter habt oder gerne selbst Akkus baut oder euch einen günstigen China-Speicher besorgt, oder auch ein kleiner Tipp, schaut mal bei Kleinanzeigen. Da bekommt ihr oft Systeme, die vielleicht 1-2 Jahre alt sind, für sehr wenig Geld. Weil viele Leute steigen auf Hybridwechselrichter um und kaufen sich dann teure Hochvolt-Batterien. Und genau da punktet das EMS von Ten-Tec, weil ihr diverse Geräte miteinander kombinieren könnt. Wenn ihr hingegen ein Gerät sucht, das eine Notstromsteckdose hat, bidirektional laden kann, KI gesteuert ist und generell viel Komfort wie Zeitprogramme und Zusatzfunktionen mit sich bringt, dann schaut lieber nach einem Plug-and-Play-Gerät. Habe ich auch schon diverse Videos darüber gemacht. Könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal durchschauen. Man muss hier auch sagen, das System ist cloudgebunden und hat keine offizielle Home Assistant Integration. Bei meiner Recherche habe ich aber gelesen, es soll funktionieren. Also wenn ihr so ein Gerät habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare rein, das würde mich extrem interessieren und wahrscheinlich auch viele andere Leute. Auch wenn ihr sonst Erfahrung mit diesem Gerät habt, denn eben wie gesagt, ich teste es erst seit 4-5 Wochen, bei mir läuft alles absolut störungsfrei. Gut, diese Funktionen sind jetzt für mich persönlich gar nicht relevant. Ich steuere sowieso alles über Shelly. Ich habe diverse Systeme, die miteinander kommunizieren müssen. Was hier wunderbar funktioniert, ist, wenn ich über Shelly
dem Tentec den Strom wegnehme und dann wieder dazugebe, dann macht er genau dort weiter, wo er aufgehört hat. Da kenne ich andere Systeme, wo man zuerst manuell wieder einschalten muss. Das funktioniert wunderbar hier. Also, dieses System von Tentec hat keinen großen Schnickschnack, aber es macht genau das, was es machen soll. Es läuft absolut störungsfrei, reagiert sofort auf Einstellungen. Auch die Nulleinspeisung funktioniert absolut zuverlässig. Wenn euch diese Infos geholfen habt, vergesst nicht den Daumen hoch, das ist absolut gratis. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.